Das ist immer der absolute Super-GAU. Die Schraube muss hier wieder raus, ist aber völlig deformiert, völlig verformt oder der Kopf ist gleich komplett abgerissen. Und dann ist immer natürlich die Frage, wie macht man das jetzt? Und dafür gibt es wirklich richtig schöne Lösungen. Es gibt die Hausmittel, es gibt aber auch viele einfache, bezahlbare, professionelle Lösungen. Und die gucken wir uns heute alle an. Ich habe gerade dasselbe Problem. Ich habe hier meine schöne Metallbandsäge, wollte das Sägeband tauschen und stelle fest, die eine Schraube ist hier völlig ausgenudelt. Und das ist sicherlich noch ein sehr einfacher Fall. Es gibt viel komplexere Fälle. Ich habe einiges an Mustern vorbereitet und anhand dieser Muster werden wir uns verschiedene Techniken, Möglichkeiten und sehr einfachen Werkzeuge angucken, wie man wirklich jede Schraube problemlos wieder rausbekommt. Und das ganze Thema hat natürlich immer auch eine Ursache. Die häufigste Ursache ist wirklich Korrosion. Auf gut Deutsch, die Schraube ist festgegammelt, die Schraube ist schon angegriffen. Jetzt kommt der brachiale Handwerker, will das Ganze lösen, hat es natürlich wie immer eilig und dann passieren solche Sachen. Das heißt, die Schraube reißt ab, der Schraubenkopf ist so deformiert, dass man die Schraube hier mit normalen Mitteln nicht mehr so einfach rausbekommt. Und da ist natürlich immer Lösung Nummer 1, dass man einen Rostlöser nimmt, dass man das Ganze hier einsprüht und mit der Kriechwirkung kriecht dieser Rostlöser hier überall zwischen die Gewindegänge und damit lässt sich dann die Schraube hinterher schon deutlich besser lösen. Ich glaube mal, das ist so eine Thematik, das sollten wir wirklich alle beherzigen, das sollten wir wirklich alle wissen. Und das Problem Nummer 2, und da muss ich mich auch immer an meine eigene Nase fassen, das ist natürlich zu viel Automatisierung. Das heißt, mit einem normalen Schraubendreher löst kaum noch einer eine Schraube, man nimmt immer schnell den Akkuschrauber und das ist mir hier auch passiert. Ich habe das Ganze leicht verkantet, dann hat sich der Bit nicht richtig hier reingesetzt und dann habe ich einmal hier drauf gedrückt und dann war der Schraubenkopf ruiniert. Eine Schraube, sage ich mal, von einer mittleren Qualität und dann geht das unglaublich schnell. Oft ist es bei solchen Sachen hier viel besser. Wenn man ganz einfach einen guten alten Schraubendreher nimmt, dann werden die Schrauben viel schonender entfernt. Aber das bringt uns natürlich jetzt auch nicht weiter. Wir müssen uns überlegen, wie wir das Ganze wieder rausbekommen. Und dafür habe ich erstmal ein paar Hausmittel, das heißt ganz einfache Lösungen, die jeder problemlos nachmachen kann. Ich denke mal, dass wenn man eine Zange noch ansetzen kann, dass man dann hier mit so einer schönen Knipex-Alligator das Ganze noch versucht zu greifen und dann losdrehen kann. Dass es so eine Lösung ist, die brauchen wir ja sicherlich nicht besprechen. Es gibt aber andere Werkzeuge, die haben viele wirklich nicht auf dem Schirm. Wenn man sich zum Beispiel den einen oder anderen Knarrenkasten anguckt, dann sind hier mittlerweile immer diese Schraubendreher drin. Man kann hier vorne ein Bit einsetzen und hier hinten hat man einen Vierkant. Und dieser Vierkant ist dafür da, dass man hier die Knarre ansetzen kann. Und jetzt hat man die Möglichkeit, mit der einen Hand mit viel Druck zu arbeiten und mit einem sehr großen Drehmoment zu arbeiten. Und das ist oft schon eine ganz einfache Lösung, wie man viele Schrauben wieder ganz einfach lösen kann. Ähnliches Prinzip ist bei einem Schraubendreher. Viele Schraubendreher haben hier Schlüsselflächen. Das ist ein Schraubendreher, ist auch sehr gebräuchlich. Sowas hier auch vorne mit einem Bit-Einsatz, also mit einer Bit-Aufnahme. Hier kann man einen 6er Schlüssel ransetzen. Und dann hat man auch wieder den Effekt, dass man hier mit viel Druck arbeiten kann, gleichzeitig aber auch ein richtig gutes Drehmoment hinkriegt. Und das ist oft schon die ganz einfache Lösung, wie man wirklich viele ausgenudelte Schraubenköpfe, wie ich sie hier simuliert habe, ganz einfach wieder lösen kann. Und oft sind ja so die einfachsten Möglichkeiten die besten. Wenn man hier so einen ausgenudelten Schraubenkopf hat, dann kann man ganz einfach ein Tuch dazwischen legen oder ein Gummi. Und das hat dann den Effekt, dass das ein ganz bisschen mehr ausfüllt und dann greifen oft die Bits oder die Schraubendreher wieder vernünftig und dann kann man das Ganze rauslösen. Jetzt ist es natürlich auch eine schöne Option, dass man hier wieder einen Schlüssel ansetzt, dass man hier mit ordentlich Druck arbeitet und dann kann man so eine Schraube ganz einfach wieder lösen, die sich vorher überhaupt nicht mehr hat lösen lassen. Manche nehmen auch das obere Teil, diese Lasche vom Einmachgummi, das ist aber meistens viel zu dick. In der Praxis ist es bei mir immer so gewesen, dass so ein ganz einfaches Tuch oder so eine ganz einfache Gummimatte hier wirklich am besten funktioniert.
Das sind immer so ganz einfache Lösungen, aber die funktionieren. Ebenso nutzen viele wirklich Kleber, das heißt ein Sekundenkleber, man kann das Ganze wieder auffüllen. Manche stecken den Bit dann da auch gleich mit rein. Das sind so Möglichkeiten, bin ich nicht so der Riesenfan von. Das sind jetzt viele einfache Lösungen und damit kann man so eine Schraube schon oft ganz einfach wieder lösen. Es gibt natürlich auch professionelle Möglichkeiten und die kann man heute auch wirklich für einen Apfel und ein Ei kaufen und kann die ganz einfach einsetzen. Das ist ein sogenannter Schlagschraubendreher. Absolut genialer Helfer, absolut geniales Werkzeug. Kostet so um die 20 Euro, kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Damit kann man so viele Schrauben lösen, die man sonst niemals mehr loskriegt. Und der hat im Prinzip eine ganz einfache Funktion. Das heißt, man schlägt hier oben drauf und wenn ich jetzt hier drücke, sieht man, was er dann macht. Der dreht sich. Und das drückt sich natürlich in die Schraube rein. Und dabei ist es egal, ob hier der Kopf so ein bisschen ausgenudelt ist oder die Schraube wirklich nur extrem fest sitzt. Das heißt, es drückt sich wirklich in den Schraubenkopf rein und das Ganze kriegt so einen Schlag. Und das in Kombination löst wirklich jede Schraube. Wenn ich zu Hause irgendwelche Probleme habe, dass sich eine Schraube nicht löst, setze ich das Ganze an. Wenn der Kopf so leicht verjuckelt ist, setze ich das Ganze an. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr bezahlbare Lösung. Sehr einfaches System. Habe ich einmal im Internet gesehen, da musste ich mir das auch gleich sofort bestellen. Gibt es bei Amazon, kostet so 20, 25 Euro, werde ich hier unter verlinken. Gibt es aktuell sogar auch schon bei Lidl. Ich warte immer, dass das Ganze mal sehr bezahlbar wird, irgendwie im Angebot ist. Dann werde ich das natürlich auch mal ausprobieren. Man sieht das auch schön, die Schraube ist hier richtig drin. Und die ist auch nicht locker drin. Die kriege ich hier so mit der Hand gar nicht mehr raus. Muss ich wieder ein Stück zurückdrehen. Und dann kann ich das Ganze hier rausmachen. Also der arbeitet sich hier wirklich massiv rein. Das ist ein richtig geniales Werkzeug. Das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Eine weitere tolle Möglichkeit sind sogenannte Linksausdreher. Hier gibt es verschiedene Varianten. Ich habe hier einfach mal die 3 gebräuchlichsten Varianten. Die gucken wir uns an. Das System, das dahinter steckt, ist im Prinzip sehr einfach. Ich habe hier mal so eine Holzschraube, habe hier einen Linksausdreher und wenn man sich das so ein bisschen genauer anguckt, sieht man, die eine Schraube ist zum rechts reindrehen, die andere ist zum links reindrehen. Und das ist auch im Prinzip das Prinzip, was uns hier weiterhilft. Und dabei ist es egal, ob es eine ganz normale Schraube ist, die abgerissen ist, oder ob es ein Kopf ist, der irgendwo deformiert ist. Der Linksausdreher hilft uns immer. Und das ist ein ganz einfaches System. Ich setze eine Bohrung, hinterher setze ich den Linksausdreher in dieser Bohrung an und dann zieht sich der Linksausdreher rein und dreht dabei im Nebeneffekt ganz einfach unsere Schraube raus. Und das kann man in verschiedenen Varianten nutzen. Da gibt es verschiedene Varianten und verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 sind diese Varianten hier, die haben den riesengroßen Vorteil, dass sie einseitig schon einen Bohrer haben. Beides wird im Linkslauf benutzt, da muss man wirklich drauf achten. Dann kann man mit der einen Seite erst anbohren. Das geht bei abgerissenen Schrauben, das geht natürlich am besten bei Schraubenköpfen. Ich kann den Schraubenkopf erst anbohren und dann mit dem Linksausdreher, ich drehe das Ganze um und dann kann ich das mit dem Linksausdreher vorsichtig rausziehen. Das funktioniert sehr gut. Ich habe hier immer diese Sets, die sind sehr, sehr weit verbreitet, kosten so 8, 9 Euro. Ich habe hier 4 verschiedene Varianten, kann also gucken, welche Größe wirklich zu meiner Herausforderung passt und dann kann ich das relativ einfach einsetzen. Also ist eine sehr, sehr einfache Lösung, funktioniert. Man braucht nicht mal einen separaten Bohrer. Es sind meistens nicht die langledigsten Varianten. Das sind so die Varianten, die man als Heimwerker zu Hause hat und wenn man mal ein Problem hat, dann kann man das damit lösen. Ist nichts für eine Werkstatt, wo man das wirklich 2, 3 Mal die Woche einsetzt. Da würde ich mir was höherwertigeres kaufen. Das sind dann solche Varianten, sehr, sehr ähnlich. Hier braucht man aber separate Bohrer und die kann man dann wirklich auch sehr gut dafür einsetzen, um abgerissene Schrauben rauszukriegen. Das heißt, ich kann eine abgerissene Schraube ganz einfach mittig körnen. Ich bohre das Ganze so mittig wie möglich und dann kann ich hier hinterher meinen Linksausdreher ansetzen. Die haben noch den riesengroßen Vorteil, dass ich hier hinterher natürlich auch ein Windeisen ansetzen kann, dass ich hinterher das Ganze mit einem Windeisen auch noch rausholen kann das also auch ganz vorsichtig mit Kraft, wenn es sich erstmal festgefressen hat, reingezogen hat, mit Kraft die Schraube dann ganz einfach wieder rausholen. Ist eine schöne, einfache Variante, kostet auch so 10, 12 Euro, ist also wirklich auch noch sehr, sehr bezahlbar. Gibt es natürlich noch in Qualitätsstufen höher, dann wird es natürlich auch teurer. Muss man immer gucken, wie häufig man sowas benutzt, ist aber von der Anwendung beides wirklich sehr, sehr simpel und funktioniert sehr, sehr gut.
Und das Ganze gibt es auch mit dem Schlagschraubdreher. Das hat den riesen Vorteil, wenn ich sehr, sehr fest sitzende Schrauben habe, dann kann ich erst wieder anbohren, dann kann ich das Ganze auch mit dem Akkubohrer ganz einfach eindrehen und wenn das dann extrem fest ist, dann kann ich hier den Schlagschraubdreher nochmal nutzen. Und das ist natürlich so die ultimative Waffe. Das heißt, ich habe irgendwo schon Ölspray dran gemacht, ich habe schon Rostlöser dran gemacht, ich bohre dann die Schraube an, ich setze den Linksausdreher und wenn der Bohrer irgendwo die Bohrmaschine, der Akkubohrer das auch nicht mehr weiter schafft von wegen, dann nutze ich noch diesen Schlagschraubdreher. Und das ist eine Variante, ich habe noch keine Schraube erlebt, die ich damit nicht rausbekommen habe. Und dann gibt es immer noch die ganz hartnäckigen Varianten, da hilft nur noch eins, anschweißen. Anschweißen ist natürlich auch immer eine schöne Möglichkeit, wenn man die Möglichkeit hat, einen Hebel anschweißen, einen Rundstahl anschweißen. Ich schweiße immer sehr gerne eine Mutter an. Das habe ich hier einfach mal bei der M12er Schraube gemacht. Bei so einer großen Schraube ist das immer sehr, sehr einfach möglich. Ich senke die Muttern dafür immer an. Wenn man die ansenkt, kommt man von oben viel, viel besser ran zum Schweißen. Ich habe das hier mit Wick gemacht. Das geht natürlich auch mit Mack, das geht natürlich auch sehr, sehr gut mit der Elektrode. Dann nehme ich die Knarre und kann ganz einfach meine Schraube hier rausdrehen. Und selbst wenn ich ein bisschen mehr Kraft brauche, kann ich hier wirklich eine große Knarre nehmen, kann ich einen großen Hebel nehmen und das funktioniert wirklich sehr gut. Ich habe hier noch eine Schraube, die ist wirklich so ein bisschen angefressen. Das ist eine Edelstahlschraube. Hier habe ich auch eine Mutter dran geheftet und habe das Gleiche natürlich auch versucht. Vernünftig, die Mutter hat auch vernünftig gehalten. Das Problem ist, die Schraube ist dann gerissen. Hier ist richtig schön der Kopf gerissen und jetzt gibt es im Prinzip nur noch eine einzige Möglichkeit und das ist das ganze Ausbohren. Ausbohren ist natürlich auch überhaupt kein Problem, hat aber immer das Problem, wenn ich hier zum Beispiel M6 ausbohre, dann ist das Gewinde ruiniert. Ich schaffe es nie so mittig das Ganze auszubohren. Ich werde immer ein bisschen Versatz haben. Man kann es versuchen, ob man es so genau hinkriegt, kriegt man aber wirklich in den seltensten Fällen so hin. Darum am besten ausbohren und dann ein bisschen größer bohren und dann das Ganze auf M8 ändern. Da ist immer die Frage, ob das technisch möglich ist. Und wenn man das nicht kann, dann gibt es da natürlich auch wieder eine Lösung für. Diese Lösung sind dann diese Gewindeeinsätze. Im Prinzip sehr, sehr einfach. Hier oben ist ein Schlitz. Ich kann das Ganze eindrehen und dann habe ich innen M6, außen M8. Ist natürlich auch immer die Frage, ob das von der Festigkeit okay ist. Ich nehme das Ganze gerne in Edelstahl-Varianten. Da habe ich immer die Möglichkeit, dass ich das Ganze wirklich nochmal auch mit einem Schweißpunkt sichere, dass ich das nicht mehr lösen kann. Das muss man aber immer von Konstruktion zu Konstruktion entscheiden. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Induktion. Induktion ist immer sehr beliebt bei Schrauben, weil man hier wirklich punktuell warm machen kann. Das sind aber immer Möglichkeiten, die sind eher den Profis vorbehalten, schon alleine, weil die Geräte wirklich extrem teuer sind. Es gibt zwar einfache Induktionsgeräte, kosten so ab 200 Euro. Ich wollte hier aber wirklich die einfachen Lösungen zeigen. Und mit diesen einfachen Lösungen sieht man auch, dass es wirklich möglich ist, dass man wirklich jede Schraube wieder losbekommt. Ich werde jetzt hier als letztes noch meine kleine Schraube natürlich wieder lösen. Das war eigentlich für mich der Anlass zu diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch eine Menge Anhaltspunkte gegeben. Zu meinem kleinen Muster hier muss ich sagen, ich musste mir irgendeine kleine Musterstelle basteln, habe hier diesen alten U-Stahl genommen, habe den gebohrt. Ich habe alle Schrauben immer von unten gekontert mit einer Extraschraube, dass das wirklich alles extrem fest ist. Habe hier versucht, das Ganze so gut es geht nachzustellen. Wichtig ist natürlich, dass man die Techniken sieht, dass man die Möglichkeiten sieht. Ich hoffe, der ein oder andere konnte hier etwas mitnehmen und wie gesagt, solche Sachen wie den hier oder wie die Kollegen, die Linksausdreher, das werde ich hier unter natürlich verlinken, weil das ist wirklich für jeden extrem interessant. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, beim Schrauben. Bis dann, euer Manni.